Muchacha, wem gehört dein Herz? Wer hat das Glück, dein Caballero zu sein? Ich hab geträumt, du schenkst es nur mir allein. Muchacha, cha, cha, muchacha, cha, cha. Gell? Hast du dir jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von jung gebliebenen Menschen sind? Wie sie ein erfülltes Leben führen oder wie sie mit Meinungen von anderen Menschen umgehen? Oder welchen Lebensratschlag sie genau dir mit auf den Weg geben würden? Genau diese Antworten wirst du heute herausfinden. Darf ich fragen, wie jung soll es sein? 76. Am 5. August werde ich 80 Jahre. 24.12.39. 85. 85. Ja. Was tun sie dafür, dass sie so die gute Ausstrahlung behalten? Gesund uns erhalten. Ganz einfach bewusstes Leben. Ja. Gesund. Mit allem Bibabo, was so dazugehört. Bewusst leben mit Sport, vegetarisch essen, guten Wein trinken und gutes Bier trinken. Natürlich anderes auch. Ja. Das Bier lassen wir. Viel trainieren, viel spazieren gehen, dann Turnübungen machen in der Früh, wenn ich aufstehe. 50 Kniebein, 50 Liegestütze, gell? Alles durch. Ich bin ein Mensch immer zufrieden und glücklich, wie es ist, weißt du schon. Ich strahle das aus. Du kannst jetzt am Auto herkommen, wenn ich kann, sage ich Servus, grüß dich. Ob er grüßt oder nicht, ist mir wurscht. Und da kann ich jetzt dazu sagen, 59 Jahre verheiratet. 59 Jahre sind sie verheiratet. Das ist eine Realität, gell? Wie schafft man das, dass man 59 Jahre verheiratet bleibt? Man muss immer arbeiten dran bei den Ganzen. Also sonst kommst du nicht weiter. Gemeinsamkeit, Respekt, Toleranz, was gibt es denn noch alles? Und mit viel Liebe kochen. Tun sie gern kochen? Na sicher, Ja. Kochen auch, weil Ja. er isst die gern süß. Tun sie gerne eine Suppe essen? Ganz gern. Ja, wenn Sie eine Suppe kochen würden, die Suppe eines langen und erfüllten Lebens, welche 5 Zutaten tun Sie dann da ein, dass die Suppe ganz gut schmeckt? Das ist die Quizfrage. Ich würde mal sagen, die innere Akzeptanz, das Positive, Gelassenheit, Ruhe. Offenheit, immer auf Neues aus. Das Kennenlernen von meinem Mann, dann die Heirat, dann die 3 Kinder, da war ich glücklich. Ich bin nicht unbedingt ein guter Koch, gell? Ein bisschen Sport gehört dazu natürlich, oder viel Bewegung. Ne? Das sowieso. Primär auch ein vernetztes Denken in jeglicher Hinsicht. Also das ist so, wäre ganz gut. Und Wachheit auch in politischen Dingen. Gell? Vorwärtssuppen, Eimersuppen, eine saure, eine Hühnersuppe und eine gute Rindsuppe. Ja, viel Gemeinsamkeit, gleiche Interessen, Nachgeben, Toleranz hat. Und Zufriedenheit und Liebe. Ich hab gern, ich sag's ganz kurz, ich hab gern Grießnockelsuppe. Grießnockelsuppen. Ja, das hab ich gern, gell? Und wie bekommt man diese ganzen guten Zutaten dann in ihre Akzeptanz? Wie kann man die einkaufen im Supermarkt des Lebens? Das ist die Einstellung, die man über Jahre lang an sich arbeitet und über Jahre lang eigentlich erzielt. Das kommt nicht von heute auf morgen, das ist einfach gewachsen. Der Weg ist das Ziel. Ne? Wie würden Sie dann Liebe definieren? Was zeichnet das aus? Gemeinsame Ziele vor allem. Ne? Gemeinsame Ziele und eben dann muss man sich, wenn man die gleichen Ernährungsgewohnheiten hat, dann tut man sich das schon mal sehr leicht. Gell? Denn einer zum Beispiel, wenn einer vegetarisch wäre und der andere nicht, wäre das sicher ein bisschen komplizierter. Bei Sport ist es ein bisschen anders. Da bin ich alleine. Aber trotzdem, viele gemeinsame Ziele. Natur und so weiter und so fort. Ja, Wertschätzung. man muss sich halt gegenseitig mehr dafür einbringen. Nicht? Sollen wir mehr zurücknehmen? Ja, ein bisschen ab und zu. Gemeinsam alles beschließen. Und das Geld verwaltet die Frau. Er bringt Sorgen. Gemeinsam ist man stärker. Ja, es ist eigentlich gewachsen, sage ich jetzt mal, über Jahrzehnte, einfach auf den anderen einzugehen und zu schauen, was. Und wir haben uns das eigentlich so, ich nenne es fast geteilt. Er macht eher den wirtschaftlichen, politischen, ich mache das, was sie machen. Vielleicht nur in vertiefter Form gemacht. Und das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Auch in den Dingen, die man liest. Bei uns gibt es keinen Fernseher. Schon jahrelang nicht mehr. Wir haben sie aber nicht, schon aber nicht eingeschaltet. Weil wir uns von anderen Dingen eigentlich von anderer Medienwelt informieren.
Ich habe zum Beispiel früher oft Probleme gehabt, so, was werden wohl die anderen Leute von mir denken? Wie gehen Sie so mit den Meinungen von anderen Leuten um? Ich habe nie mein Leben was Schlechtes gemacht. Ich habe nicht gestohlen, ich habe nicht Dings. Ich kann nicht sagen. Sicher, oft steht mir nicht jedem zu Gesicht oder was. Akzeptieren. Akzeptanz. Akzeptieren und sagen, okay, du deines, ich meines. Genau so ist es. Und trotzdem kann man mit alle Freunde sein. Ne? Und gewisse Dinge, und wenn es in der nächsten Freundschaft ist, also die nächsten Freunde, muss man ja diese Dinge nicht ansprechen. Man kann die Freundschaft hervorholen und diese leben. Du, ich bin jetzt so alt. Ich habe mal in Vorarlberg gearbeitet und in Salzburg. Mit den 3 bin ich heute in Kontakt. Dann denke ich mir immer, eine so eine gute Freundschaft, da muss ich doch ein guter Mensch gewesen sein, dass man heute Kontakt hat. Muss ich echt sagen. Zum Geburtstag habe ich 18 Anrufe gehabt. Was denkst du? Wir haben viele gute Freunde, die ganz anders denken und anders ticken, wie wir ticken. Aber da wird das nie zum Thema werden, weil das eine jahrzehntelange Freundschaft, die gewachsen ist, mehr wert, als wenn man da jetzt zum Diskutieren anfängt und vieles passiert und kaputt geht dabei. Ich denke immer so, ich denke immer das Beste. Die Leute, die sollen immer füreinander da sein und auch vom anderen Respekt haben und das Beste denken. Was würden Sie dann der Jugend für einen Ratschlag mitgeben? Bewusster zu leben, umsichtiger und wachsamer zu werden. Wachheit, genau so ist es. Das ist es um und auf. Ja. Natürlich Offenheit für die Zukunft. Nicht nur alles negativ sehen, sondern doch auch positiv sehen. Und viel Bewegung, weil durch Bewegung kommen die Glückshormone. Und dadurch ist es leichter zum Leben einfach, finde ich. Gell? Für die Jugend würde ich mir wünschen, dass die Umwelt besser wird, dass auf die Umwelt mehr geschaut wird. Und die Jugend soll selber auch was beitragen dazu. Weil sonst geht es nicht. Ehrlichkeit, Fröhlichkeit und Aufmerksamkeit. Das sind meine Ratschläge. Und das Lachen nicht verlieren. Lachen ist ganz wichtig. Ja. Nicht schnell das Handtuch schmeißen, für jede Kleinigkeit. Und beim nächsten gibt es wieder. Der Alte kommt ja wieder, der Alltag. Der hat halt andere Fälle. Ja, wertschätzen, was er kann. Unsere sozusagen sind ärmer aufgewachsen, dafür sind sie glücklicher wie die heutigen, weil es die Wertschätzung und die Zufriedenheit können wie die heutigen. Die kennen nicht dafür. Es sind die Wohlstand reingeboren. Ich bin ja Bauerntäter gewesen. Ich war immer zufrieden. Und ich bin froh, ich habe viel arbeiten müssen daheim immer. Ich kann heute noch mit der Senksmann, mit denen, ich kann Kühe machen, ich habe alles genommen. Ich mit der Rose bin ich gefahren, ich gebaut. Ich für die Leute im Winter vom Feld die Ruhe haben geführt, den Schwarzstroh, wie man früher auch hat, die Platz gehabt. Ich habe liebe zu den Tieren gehabt und alles, muss ich echt sagen. Nie ein Viech, was da oder was mal ohne aufgebracht, das hat es bei mir alles nicht gegeben. Das heißt, Sie waren mit wenig zufrieden und heute haben wir eigentlich alles so im Leben und oft hat man vielleicht deswegen ist unzufrieden, weil man die kleinen Dinge im Leben vielleicht nicht so schätzen kann. Gell? Genau. Mir haben mit nichts was gefreut, weil Spielsachen habe ich mein Leben nie gehabt. Hat es nicht gegeben, nein. Bin auch so groß geworden, hast du die Viecher gehabt oder mit sonst was, die befasst und alles. Ja. Und das Arbeiten hat nicht geschaut, sage ich mir. Und auch meine Eltern waren zu mir immer lieb. Meine Eltern sind schon lange gestorben, hat es auch nie was gegeben. Wir waren 9 Kinder, gell? 9 Kinder und davon leben wir 7. Gell? Oder wenn der Wandertag war für die Schule, heute musste was schreiben, dass daheim bleibt, der Krumm. Das kannst du ja, da mein Name, Vater gesagt, Frau, da mein Name laufen, da kannst du was arbeiten. Ja, es war so. Früher haben wir 6 Personen bei einem Händel gegessen. Heute geht es jetzt so gut, dass ich lange auch ein Brot lesen kann, wenn ich will. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Täglich leben. Selber treu zu bleiben und das Rückgrat nicht zu verbiegen. Selber den Weg, den gehe ich, wenn es auch Hürden sind und wenn es auch mal nicht so einfach ist und stolprig ist, aber trotzdem geradlinig durchs Leben. Muchacha, wem gehört dein Herz? Wer hat das Glück, dein Caballero zu sein? Ich hab geträumt, du schenkst es nur mir allein. Muchacha, cha, cha, muchacha, cha, cha.
Danke. Danke. Bitte. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, abonnieren wir gerne auch für weitere Lebensweisheiten von jung gebliebenen Menschen. Hollerio!